Meine lieben Fly-Freunde, jetzt schon nach einer gewissen Zeit haben wir endlich mal wieder eine neue Einsicht in das kommende große Update. Wann es natürlich kommt, wissen wir noch nicht. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, was wir hier so sehen können. Erstmal haben wir den Arcanist-Skill, also gehen wir schon mal stark davon aus, dass die Sir Jobs, die ja angekündigt sind, wir können dann auch gleich nochmal einen Blick auf die Content Roadmap gucken, die im April, glaube ich, oder Anfang Mai gepostet wurde zum Start vom FWC. Ist ja jetzt doch schon eine Weile her, was erwartet uns so ein bisschen seit der Content Roadmap war es natürlich sehr still gewesen. Aber erstmal analysieren wir hier so natürlich ein bisschen die GIFs. Wir gucken erstmal eins, wo es jetzt, finde ich, nicht so besonders viel zum Analysieren gibt. Und zwar, das ist von hier das Bild. Man sieht hier so ein bisschen die Waffe und den unterschiedlichen Glow, was ich sehr interessant finde, dass wir hier von dem Elementor oder Arcanis-Stab dann ein bisschen so einen lilanen Glow haben und darüber nochmal ein rotes Leuchten. Also zwei verschiedene Glows. Die Waffe sieht man leider relativ schlecht. So, gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen was hinkriegen, aber ich glaube, das Bildrauschen an sich, die Verpixelung kriegt er leider nicht so hin. Schade, dass er nicht ein bisschen höhere Auflösung darstellen können. Durch diese GIFs sieht das natürlich alles immer so ein bisschen schlecht aus. Dadurch kann man die Waffe auch echt kaum erkennen. Also ich finde, es hat so ein bisschen was von einem Devil-Look, so lila. Aber das ist echt sehr, sehr schwer zu erkennen. Man muss aber sagen, dass die Animation an sich wirklich sehr, sehr gut aussieht. Wenn man sich das hier nochmal anguckt, wie er das quasi auflädt. Was man natürlich jetzt so erkennen kann am GIF an sich, ist, dass es scheinbar ein frontal ausgerichteter AOE ist, wie man das von manch anderen AOEs auch kennt. Wahrscheinlich auch eher in Richtung Face-Tank-Bereich geht. Ob jetzt der komplette Elementor an sich Richtung Face-Tank ist, ist natürlich eine andere Frage. Ist das ein A-Bit-Auge hier auf dem Stuff oben drauf? Oder ein Auge? Das sieht ein bisschen so aus. Wie ein Auge. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Man kennt, glaube ich, das Elementor-Set, was er anhat. Und schwarz kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Auf jeden Fall scheint es ein nach vorne gerichteter AOE zu sein, Feuer-AOE. Und wahrscheinlich halt eben Face-Tank. Das bei Hit and Run zu casten wahrscheinlich eher schwierig. Ansonsten sieht auch noch die Grafik und das hier sehr vertraut aus. Also es sieht aus wie Asria, die Umgebung. Was auch sehr interessant ist, was ich durch einen Hinweis von Squid gesehen habe, ist die Spiegelung im Eis. Ja, wenn man jetzt hier das Eis betrachtet, wie sich die Umgebung darin spiegelt. Ich weiß nicht, ob wir das aktuell schon haben. Ich glaube aber nicht. Sieht aber sehr belebt aus. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist das für eine Map? Wir haben von der Content Roadmap wissen wir, dass Aelion Grasland zurückkommt, wo damals auch der Behemoth Dungeon war, wo die Monster, glaube ich, so von 129 bis 135, 136 ungefähr waren. Da gab es auch noch so einen kleinen Boss dann mit da, der, glaube ich, hat der Soul-Schmuck gedroppt gehabt. Aber wir wissen hier auf jeden Fall bei der Roadmap vom neuen Update, dass, warte mal, ich mache das mal so, dass ihr es auch besser sehen könnt, dass Aelion Grasland dazukommt. Ich glaube, im Deutschen hieß es Aelion Grasland. Und neues Szenario, Questline, maximal Level 290, Hero Questline bis 180. Viel Spaß dabei. Ultimate Upgrade Expansion, meine Prediction zum Beispiel, dass Ulti-Schmuck von plus 5 weiter upgradebar ist, bis eventuell plus 10. Könnte ich mir vorstellen. Also saved schon mal eure Sunstones. Die Frage ist halt nur, ob es noch an FWC kommt und man noch die Sunstones benutzen kann. Andererseits werden sie gelöscht werden. Ist nochmal eine andere Sache, ob das Update jetzt nun während FWC kommt oder nicht. Allerdings hatte Aelion Grasland oder Aelion Grasland in Original bei Flive PC keine Eisbereiche. Ist das nun ein anderer Dungeon irgendwie nochmal? Weil es sieht halt sehr nach Asria oder Stormpeak aus, aber diesen Ort kenne ich so auf jeden Fall nicht, auch mit den Monstern. Ja, bleibt natürlich dann
Die Frage, wo genau das jetzt hier ist dann aber sehr interessant zu sehen, wenn wir jetzt noch mehr Sneak Peeks bekommen von anderen Klassen, auch welche Abstände nun kommen für diese Previews. Ob wir die jetzt nun regelmäßig bekommen. Wir haben ja eigentlich schon andere Previews auch erhalten vom Update, aber das ist schon eine Weile her. Ne? Das sieht man auch immer wieder, wenn im Fitting Room neue Fashion reinkommt oder sowas, dass manches nicht gedroppt ist oder dass von manchen Monstern irgendwas reinkommt, die das aber gar nicht droppen. Also das sammeln sie wahrscheinlich dann schon irgendwie fürs neue Update. Das ist genauso wie vom Wilds Dungeon. Diese ganzen Skins, die es hier gibt, die sind da nicht drin. Also die kommen dann wahrscheinlich halt auch erst mit dem nächsten Update irgendwann mal. Die Previews sind jetzt auch schon 3-4 Monate alt, glaube ich. Auch das Serus Auril Cosmetic sieht sehr cool aus. Auch die Wings, dass es da vielleicht CS-Wings dann irgendwie nochmal droppable gibt. Abgesehen von der Bloody Cloud, die den CS-Speed hat, dann vielleicht auch nochmal hier droppbare Wings. Eventuell, vielleicht kommt es auch einfach nur in Cash Shop. Kann natürlich auch sein. Aber ja, da scheint uns ein bisschen was... Oh, das habe ich hier tatsächlich noch gar nicht gesehen. Kommt das hier von Mia Card Puppet auch? Gott. Ja, ist auf jeden Fall so, dass man schon ein paar Previews hat. Hier soll es aber laut der Kennzeichnung von Frosty der erste Teaser sein. Wir werden jetzt wahrscheinlich in Abstand X, einmal pro Woche, alle 2 Wochen, alle 2-3 Tage, I don't know. Gestern wurde es auf jeden Fall das erste gepostet, Arcanist Hellfire. Previews scheinbar erstmal von den Klassen bekommen. Es kann sich natürlich alles noch weit nach hinten schieben, wenn sie einmal pro Woche oder alle 2 Wochen alle Klassen durchgehen, sind schon mal 8 Wochen weg, das sind schon mal 2 Monate denn an Zeit verstrichen. Und dann hätten sie ja noch viel, viel mehr zu teasern wahrscheinlich, was alles bei der Content Roadmap noch alles dazukommt. Also von der Map an sich, vom Dungeon, von Behemoth Dungeon, ne, was wir jetzt wissen. Also dass Anku Instanz Dungeon mit reinkommt. Also der Behemoth Dungeon wird dann scheinbar der Endgame Dungeon sein, so wie Wild's Noon das derzeit ist. Mit neuen Dungeon Mechanics, neue Dungeon Difficulty, ist klar, neuer Schwierigkeitsgrad. Da ist auch die Frage, ob sie was mit Envy Depths machen oder ob das immer noch Meta sein wird, dort zu leveln und man eigentlich gar nicht so richtig das neue Kontinent dann erlebt. Bleibt auf jeden Fall sehr gespannt. Ansonsten hatten wir noch Sir Job halt, wurde jetzt das erste vorgestellt. Nun wissen wir auch, dass wahrscheinlich die Namen eventuell alle ähnlich sind, wie wir es von Flive PC kennen. Obwohl von den Sneak Peek, was wir hier zum Beispiel haben, von der Content Roadmap, ich weiß nicht, ob dann bestimmte Sachen wie Crack Shooter und so noch reinpassen, weil zum Beispiel der Ranger hier, der einen Lichtbogen zieht, ja, also ein Rainbow Arrow oder irgendwas. Ich weiß nicht, ob es ein Skill ist und so, aber der scheint da vielleicht ein bisschen anders zu funktionieren. Also in diesem Fall hier hat er keine Armbrust, vielleicht kommt die auch noch zusätzlich dazu, dass er eine Auswahl hat, vielleicht von normalen Bögen, und Armbrüste und vielleicht haben die dann bestimmte andere Chancen, Effekte oder ähnliches. Also das bleibt auf jeden Fall gespannt, wie sich das jetzt alles aufteilen und wie sie das alles umändern. Auf jeden Fall sehen wir, dass Skills anders sein werden, wie jetzt zum Beispiel dieser Hellfire Skill, Arcanist Hellfire, genau. Ob jetzt nun natürlich auch noch beliebte Skills noch mit reinkommen, wie Eva Storm zum Beispiel, der ja sehr, sehr beliebt ist, wofür Leute, glaube ich, auch extra einen Elementor hochspielen und Sir Job hoffen, dass halt dieser Lightning Strike, Eva Storm, AOE mit reinkommt, mit Stun-Chance oder ähnliches, wird man natürlich jetzt sehen, wie viele Skills überhaupt das sein werden, wie das Skillsystem funktioniert, da sie ja auch geschrieben haben, dass sie ein New Skill Structure Konzept haben. Also vielleicht wird es gar nicht klassisch, denn irgendwie, okay, man hat Sir Job gemacht, man hat alle Skills freigeschaltet, man ballert seine übrig gebliebenen Skillpunkte, die man sowieso schon hat, weil die letzten Skills Level 100 sind und man gar nicht weiß, wohin mit den ganzen Skillpunkten, dass man die da sofort outmaxt.
Vielleicht ist es dann wie V6 früher, dass man sie benutzen muss, um sie zu leveln, dass man was aus dem Cash-Up kaufen muss, dass man was farmen muss aus dem Dungeon, um dann um diese Skills irgendwie zu leveln, stärker zu machen. Oder. Viele Möglichkeiten gibt es natürlich. Da bleibt es jetzt auf jeden Fall interessant, das alles so ein bisschen zu beobachten, was sie uns jetzt an Previews geben, was man an Theory Crafting da jetzt so ein bisschen schon mal rauslesen könnte. Für mich bleibt es auf jeden Fall spannend, was jetzt noch so dazu kommt. Ich weiß auch noch nicht, ich bin mir ziemlich unschlüssig und ich denke mal, je nachdem wie die Previews sein werden, werde ich dann noch entscheiden, auch ob ich mit dem Jester oder mit dem Blade dann weitermachen werde, welche Search-Job-Klasse ich dann anvisiere, weil es würde nicht wirklich Sinn machen, beide Chars dann irgendwie noch zu spielen. Ich habe es jetzt erstmal nur gemacht, um jeden Tag zweimal Kriton farmen zu können, Tower farmen zu können, um ein bisschen Geld zu machen. Für welche Klasse ich mich dann entscheide, hängt vielleicht ein bisschen von dem Preview ab, was ich so ein bisschen sehen kann, was man so vorher predikten kann. Ich persönlich denke aber, dass es noch ein bisschen dauern wird, bis wir das Update wirklich bekommen. Ich schätze schon, Stand jetzt, dass sie versuchen, es, warum auch immer noch, während FWC zu droppen. Ich weiß nicht, ob sie deswegen auch das ganze Thema mit PvP ein bisschen nach hinten verschoben haben, dass sie noch den FWC-Server um 30 Tage verlängert haben. Aus dem Interview von damals wissen wir ja, dass Aishiro meinte, dass sie während FWC das Update droppen wollen. Aber bei Gala wissen wir auch, zwischen wollen und es am Ende wirklich tun oder zu sagen, dass sie das machen und am Ende machen sie wieder was komplett anderes. Da ist es halt bei Gala immer das Schöne, es bleibt immer spannend und man weiß nie, was passiert. Da kommen gefühlt dann irgendwelche Previews oder da kommt einfach gar nichts und am nächsten Tag kündigen sie an, ja, in 2 Tagen kommt das Update und alle denken sich, was? Ich werde irgendwie Urlaub nehmen oder ein bisschen frei machen. Naja, gelber Schein, was soll's. Ja, ich zeige euch nochmal kurz das mit dem Interview. Hier haben wir das Interview nochmal, das ist ursprünglich auf Koreanisch, daher von der Übersetzung ein bisschen komisch. Das ist am 17.04.2025, also eine Woche vorm FWC, veröffentlicht worden. Hier steht halt viel Quatsch. Und irgendwo, das Interview war wegen dem Korea-Server Launch. I'm curious about the update roadmap after the Korean Launch. Also das ist jetzt hier das, was uns so ein bisschen interessiert. Roig, also der Head Developer von Gala, der Fly for Universe bzw. flyforfun.io entwickelt und gegründet hat. Ein Major Update ist natürlich das große Update, Version 1.5.0, is planned during the FWC-Periode. Also während FWC soll dieses große Update kommen. Neue Regionen werden geaddet und das Level Cap wird erhöht. Zurzeit ist es 165. Of course, there will also be a lot of new content that meets the new max level requirement. We always announce new content in form of developers note before adding content. Ja, natürlich, die sind nämlich sowas von kommunikativ. Okay, ja, also da haben wir es. Es ist geplant. Ob es natürlich jetzt nun wirklich so kommt oder nicht, ne? Wir wissen alle damals, das Herbst-Update 2022 war geplant für den Herbst 2022. Wann ist es gekommen? Im März 2023. Ja, um 6 Monate verfehlt von der Planung hier. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Und zum Ende des Videos gehen wir nochmal meinen Lieblingsabsatz des Interviews durch, wo der Head Developer von Gala nochmal gefragt wird, wie Fly for Universe denn eigentlich in Erinnerung bleiben soll. Ja, was Fly for Universe vielleicht auch einfach ausmacht. Und das ist die einzig richtige Antwort von ihm natürlich. I hope to be remembered as a place of communication, where people can always feel the lively atmosphere of a village with a focus on community and communication. Und wenn ich so daran denke, wie oft ich eigentlich Anfragen ausgearbeitet habe mit dem Game Master, mit ihm zusammen, das ist ja das Schöne, dass ich selbst mit ihm zusammen schon, habe ich von ihm eine kommunikative Antwort eigentlich erhalten? Ja, ich will jetzt hier natürlich nicht showcasen, irgendwelche privaten Nachrichten, die geschrieben wurden, aber man kann es hier vielleicht erkennen, so ein bisschen, was ich geschrieben habe. Ich habe sogar eine Antwort bekommen. Dann habe ich noch mehr geschrieben und vorgeschlagen und gemacht und getan. Und ja, Kommunikation war top. Also auf meine letzte Nachricht, die am 27. März geschrieben wurde, habe ich auch echt klasse eine Antwort bekommen. Genauso wie die Ausarbeitung mit GM Ketreis zusammen an Gala und Remade Connect. Ja, Community, Kommunikation. Aber gut, vielleicht gibt es auch einfach wichtigere Sachen als der alte Max.
Aha, und währenddessen ich gerade das Video aufnehme, vor 8 Minuten einfach der nächste Teaser. Okay, live gucken wir nun gemeinsam rein. Force Master Aura Bomb. Ein neuer Skill. Okay. This is one of the Billposter's third class Force Master skills. Note that everything you see in it is subject to change prior to release. For better quality, open the GIF in your browser. Okay. Touch on the ground where you want to use Aura Bomb. Oh, Digga, der macht einfach eine Genki Dama. Holy mo... Oh, Digga, lol. Look at these, bro. Look at these, bro. Wie öffne ich das denn im Browser, Mann? Also hier sehen wir das jetzt nochmal. Oh, guck mal, der macht einfach eine fucking Spirit Bomb, man. Fucking Genki Dama. Yo. Alter, wie viel Schaden hat der gemacht? 800k? Haben die Monster? Spirit Bomb. Ist ja geil. Lol. Der ist einfach eine Aura Bomb. Einfach eine Spirit Bomb. Guck mal, wie er die Energie sammelt aus dem Boden. Der zieht die ganze Energie. Hold your hands up, man. Yeah. Okay, interessant. Was sehen wir hier noch? Also hier, das sieht auf jeden Fall schon mal hardcore nach Alien Grasland aus. Die Monster und die Area. Oder Kalium Grasland, keine Ahnung. Also es sieht auf jeden Fall 1:1 so ein bisschen dann, also natürlich komplett anders, schon modelliert. Aber mit den sehr ähnlichen Assets und die Monster kennt man, glaube ich, von da auch, würde ich sagen. Die kommen mir jedenfalls bekannt vor. Viel HP haben die. Also die haben, glaube ich, 200, 300k mehr HP als Kraken. Aber ist ja klar, geht natürlich auch immer weiter höher. Was sehen wir hier? Der hat auf jeden Fall den Behemoth-Knuckle in... Das sieht dunkel aus, ne? In schwarz. Leuchtet, hat Glow. Also die Waffen haben scheinbar ihren eigenen Glow plus noch einen bestimmter Waffenglow oder Upgrade-Glow eventuell. Könnte sein. Sieht auf jeden Fall sehr wild aus. Ja, wie einfach eine fucking Spirit Bomb castet. Holy fuck, jetzt will ich ein Bildposter machen. Ist ja geil. Na gut, okay, FWC. Sieht so aus, als ob ich noch ein Bildposter hochziehe. Fuck. Guck doch mal, wie er die Spirit Bomb castet. Da komme ich gar nicht drüber hinweg. Das sieht ja richtig gut aus. Props. Ach, richtig gut. Das Set. Ist das Kalgas-Set, was er anhat? Ist das Kalgas Force Master Set? Touch the ground where... Okay, Casting dauert echt lange. So, aber interessant. Also für Guild War denke ich mal auch sehr interessant. So ein Distance Attack. Ich weiß nicht, wie weit die Range geht, wie weit du wirklich schmeißen kannst. Es ist hier ersichtlich, irgendwie durch einen Kreis, also einen Kranz drumherum. Wie weit er... Ah ja, okay, da sieht man, wie weit es ungefähr geht. Das ist schon eine ganz gute Distanz. Je nachdem, wie weit man Casting Speed noch verbessern kann. Ich weiß nicht, ob er da maximal Casting Speed hat. Ob es halt MP, FP ist. Man es vielleicht verschnellern könnte. Das ist jetzt schon eine gewisse Zeit, aber sieht so sehr mächtig aus. Also ganz interessante Sachen wie natürlich Scaling, wie viel Maximum Damage du damit machen kannst, ist natürlich jetzt erstmal fraglich. Er one-shottet da erstmal einfach alles, aber gut, da weiß man jetzt nicht, ob er sich irgendwelche extra Stats reingeholt hat und sowas alles, um es auf eine OP-Art und Weise irgendwie zu showcasen, ob es wirklich so einen Damage-Output haben kann wie hier. Naja, wenn ja, dann schmeißt er einfach nur noch die ganze Zeit Spirit Bombs, auch wenn es nicht Spirit Bomb heißt so, aber ich fühle es auf jeden Fall. Ja, krass. Einfach jetzt gerade noch reingekommen, wo ich eigentlich das Video jetzt schon abmoderieren wollte. Gutes Timing. Das sieht jetzt so ein bisschen aus, als würde uns das jetzt fast täglich erwarten. Vor 19 Stunden, jetzt vor 8 Minuten. Clear Preview of the Effect. Können wir uns natürlich auch nochmal ganz kurz hier reingucken. Ja, sieht schon echt... Das sieht schon echt cool aus. Okay, auf jeden Fall sind es auch Skills, die man halt erstmal überhaupt nicht kennt. So, ne? Wie viele Skills werden es sein? Diesen Skill sieht man jetzt zum ersten Mal. Also von Flive PC, Search Job ist das auf jeden Fall nicht. Ob da, wie gesagt, von da noch irgendwelche Skills mit reinkommen, kann schon möglich sein. Ich würde sagen, es macht auf jeden Fall Sinn, wenn sie sich an den alten Skills bedienen würden, auf irgendeine Art und Weise. Also nicht, dass sie jetzt 1:1 mit dem gleichen Scaling, gleiche Effekte, gleiche Animation, also schon irgendwo ein bisschen von der Animation, aber Effekte und Scaling kann ja ruhig anders sein. Vielleicht die Funktionsweise und so.
Aber wir alle sind natürlich Nostalgiker und wir alle haben auch vom Third-Job irgendwo bestimmte Effekte, die wir auch lieben und gerne sehen wollen. Ne? Also würden sie sich ja eigentlich, wären es zwei positive Sachen für die. Erstens, die müssen sich von der Animation nicht so viel Neues ausdenken. Die haben hier einfach den Genki Dama Kasse, ich komme nicht drüber hinweg. Lol. Ja, also zwei positive Punkte hätte es ja. Erstens, jeder hat von Third Job irgendwelche coolen Skills, die er sowieso liebt und gerne haben möchte. Das heißt, sie würden sich einmal damit Arbeit sparen und sie würden ja trotzdem irgendwo die Nostalgik bedienen. Aber klar, es ist auch cool, sowas zu sehen, dass vielleicht 1, 2, 3 oder Amount X neue Skills reinkommen und so. Das wird schon das Game in so vielen Bereichen ändern. Also dieses Update wird wahrscheinlich das größte Update jemals für Fly Universe sein. Das habe ich schon im Stream öfters gesagt und das denke ich jetzt auch immer noch jetzt, wo ich das sehe, dass diesen Amount of Changes und alles, was Neues dazukommt, werden wir, glaube ich, so in Fly Universe, haben wir so noch nie bekommen und werden wir danach wahrscheinlich auch nie mehr bekommen. Also dieses Update, was jetzt kommt, wird das größte Update überhaupt wahrscheinlich werden, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir selbst in 2, 3, 4, 5 Jahren für jede Klasse eine komplett neue Job-Change, komplett neue Skills, komplett neue Waffen, komplett neues Scaling, komplett neue Dungeon, neue Level-Erweiterungen, neue Sets, Schmuck-Upgrade und alles. Also dieser Raum an Änderungen, der jetzt dann auf uns zukommt mit diesem Update, wird, glaube ich, so nie wieder kommen. Manche sagen, ja, okay, aber hier vielleicht bringen sie eine neue Klasse rein, Puppeteer und so. Das glaube ich nicht, weil da müssten sie vom Scratch auf alles komplett neu umändern. Es wäre ein riesen Aufwand. Ich habe dazu auch nochmal ein Video gemacht gehabt, also für die, die es interessiert, dass ich nicht dran glaube, dass diese Puppeteer-Class und sowas alles, dass eine komplett neue Klasse entsteht. Das glaube ich nicht, weil das von der Brandbreite von Level 15 bis Maximallevel, du müsstest so viel umändern von den ganzen Drops, so auch NPC-Drops, die ganzen Waffen müsstest du und Set-Teile müsstest du erstellen, weil wenn du FWC anfängst und diese Klasse zum Beispiel nimmst oder auch so nimmst und du keine NPC-Sachen davon droppst und sowas alles zum Ausrüsten, das würde nicht funktionieren. Du musst so viel ändern für eine komplett neue Klasse, dass ich nicht glaube, dass das passiert, weil das ein Riesenaufwand ist. Hier bringen sie auf jeden Fall auch erstmal was Neues, aber sie werden sich sicherlich, abgesehen, wie gesagt, von vielen Sachen, bedienen sie sich an Sachen, die schon existieren. So, ne? Die sie halt nur ein bisschen aufhübschen, vielleicht leicht umändern und sowas alles, wie zum Beispiel die Farbgebung hier von den Behemoth-Waffen sehen ein bisschen dunkler, eher so Richtung schwarz-golden oder so ähnlich aus oder Bronze. Jetzt hat sich das hier nicht so richtig, aber es sieht nicht nach dem klassischen Behemoth aus, es sieht irgendwie so ein bisschen dunkler, schwärzer aus. Das sieht man jetzt hier leider nicht so gut. Ja, bleibt auf jeden Fall spannend. War jetzt sehr überraschend auf einmal jetzt auch für mich, weil ich das jetzt mit euch das erste Mal gesehen habe. Hellfire sieht auf jeden Fall ganz cool aus vom Elementor, aber scheint sich auch so ein bisschen zu beschränken, so als Face-Tank. Ich weiß nicht, wie relevant das halt wirklich ist. Face-Tank finde ich immer so ein bisschen, ja, okay. Muss man halt gucken. Ich persönlich bin auch kein riesiger Fan jetzt vom Elementor-Gameplay und sowas alles. Sieht aber sehr cool aus auch. Aber hier das Spirit Bomb oder Aura Bomb. Okay, jetzt habe ich es hier komplett kaputt gemacht. Vom Bildposter sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr jetzt noch von den 2 Teasern haltet. Ich versuche euch auf jeden Fall am Laufenden zu halten. Ja, die Frage jetzt, wann die nächsten Teaser und sowas kommen, hat sich ja jetzt auch so ein bisschen erübrigt. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja, vielleicht mache ich dann auch nur alle 2 Teaser, wenn sie jetzt wirklich jeden Tag, also ob ich jetzt jeden Tag einen neuen Teaser, dann stecke ich das vielleicht auch immer alle 2 Tage oder sowas und gebe meinen Senf dazu, falls ihr euch dafür interessiert, meine Prediction und Euphorie irgendwo auch. Gucken, ob ich sie mit euch teile oder ob ihr sie, besser gesagt, mit mir teilt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich natürlich, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt und wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein und tschüssi!